Was wählst du? Die blaue Pille oder die rote Pille? Doch gibt es vielleicht noch eine dritte Möglichkeit, wie wir unser Leben selbstbestimmter und glücklicher gestalten können. Ich begrüße euch heute herzlich zu einer Spezialausgabe von Time of Change TV. Ich habe mir heute den lieben Said Habibzadeh eingeladen, der auf diesem Gebiet sicherlich einer der Vorreiter ist. Und ich bin mega gespannt, lieber Said, und bedanke mich jetzt schon im Vorfeld, dass du die weite Strecke aus der Schweiz aufgenommen hast, zu uns zu kommen und uns auf die spannende Reise zum Thema Matrix, zum Thema dich als Mensch mitzunehmen. Und ich möchte dich gern noch etwas genauer vorstellen. Ich habe nämlich auf deiner Webseite recherchiert und der Erfolg gibt dir recht. Also möchte ich jetzt gerne einfach mal ein paar Fakten über dich nennen, die dort stehen. Du hast über 30 Jahre Erfahrung als spiritueller Lehrer. Du hast über 700.000 Menschen geholfen, ihr Leben besser und glücklicher zu gestalten. Du hast über 600 Fernsehsendungen produziert und über 5.000 Stunden Seminarmaterial produziert. Du hast 6 Bücher veröffentlicht und ich denke, es sind noch viele, viele in der Pipeline. Meine erste Frage: Hast du denn das alles in einem Leben geschafft oder wie kriegst du so viel zustande, lieber Said? Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich das Gespräch mit dir machen darf. Und es ist so, irgendwann habe ich erkannt, dass die Notwendigkeit, etwas Gutes zu tun in dieser Welt und für so viele wie möglich so wichtig ist, dass es zu meinem Lebenssinn geworden ist. Und deshalb habe ich angefangen, nicht Bücher, sondern Menschen zu studieren. Ich wollte schon als kleines Kind wissen, warum gibt es Krankheiten? Warum gibt es Unglücksfälle? Warum sind die Menschen unglücklich? Wo kommt das Leid her? Wieso funktionieren die Partnerschaften nicht oder Familien? Und ich glaube, dass ich dabei wirklich sehr, sehr viel entdeckt habe. Dinge, die in dieser Welt völlig unbekannt sind. Und deshalb habe ich beschlossen, diese Arbeit zu machen. Schön. Du fasst also aus einem großen Pool deines Wissens, deiner Weisheit, also angewandten Wissen, zu einem konkreten Thema zusammen. Und ich würde mal sagen, über dir schwebt die Berufung, anderen Menschen zu helfen. Kann man das so sagen? Ja, das ist einfach mein Lebenssinn. Und zu diesem Punkt, dass ich so vielen Menschen geholfen habe, dazu möchte ich was sagen. Ich habe 12 Jahre lang eine Live-Sendung gehabt. Ich habe auch für andere Fernsehsender gearbeitet. Und in diesen Live-Sendungen haben, also in etwa 60 bis 90 Minuten, haben 4 bis 5 Menschen angerufen, die ich beraten habe. Und darüber hinaus natürlich auch Millionen Menschen, die die Sendung gesehen haben, später auch im Internet. Da habe ich meine Programme gegeben, ich habe Tipps gegeben. Und aus dieser Perspektive ist diese unglaubliche Menge an Menschen entstanden, weil viele fragen sich, wie hat er das geschafft, so viele hunderttausende Menschen zu erreichen. Und das einmal mit der Sendung und dann durch die Bücher, dann durch die Beratungen. Ich habe, weiß Gott, wie viele Menschen Beratungen gegeben am Telefon, international und ganz abgesehen davon, wie viele Menschen meine Matrix Clean Programme genutzt haben und gesund geworden sind oder glücklich oder haben ihre Probleme gelöst und sind weitergekommen, solche Fälle. Also so summiert sich das in 30 Jahren. 700.000 ist natürlich eine Ansage, gell? Ja. Aber wenn ich bedenke, dass an jedem Menschen, dem du weiterhilfst, ja auch eine Familie dranhängt, Freunde dranhängen, Haustiere, Arbeitskollegen, die natürlich dort jetzt auch wieder beeinflusst werden, wenn es dem einen persönlich besser geht, dann denke ich, kommst du da vielleicht noch auf viel mehr Menschen. Das wollte ich jetzt gerne mal klarstellen, das hat mich nämlich wahnsinnig beeindruckt. Aber nichtsdestotrotz hast du mir gerade verraten, Said, dass du dich erst seit, glaube ich, 6 Monaten entschieden hast, dich auch zu zeigen, so würde ich es mal nennen, dich publik mit deinem Thema zu machen. Ja. Warum davor noch nicht oder was war der Grund? Es gab 2 Gründe, warum ich, sagen wir nicht, auffallen wollte. Und der eine Grund war
die Esoterikindustrie und da sehe ich, also wenn ich mir anschaue, was da passiert, was für Menschen sich Berater oder Coach nennen oder Astrologen oder Heiler, das ist ja noch schlimmer. Da habe ich mir gedacht, nein, du willst bestimmt nicht auf derselben Ebene sein wie diese Menschen. Das war der eine Grund. Und der andere Grund war, dass ich einfach nicht auffallen wollte. Ich wollte mich nicht im Mittelpunkt stellen und den Leuten mich zeigen oder sowas. Ich habe in diesen 30 Jahren Politiker beraten, Ärzte, Psychologen, sehr viele Psychologen und Therapeuten, wirklich Schauspieler, Fußballer, auch sehr viele bekannte Persönlichkeiten. Aber mein Motto war, mach einfach deine Arbeit und zieh dich zurück. Und bei Corona-Krise habe ich erkannt, dass das nicht mehr ausreicht. Durch Corona ist die Welt einfach eine ganz andere geworden. Und da habe ich erkannt, ich will mich nicht mehr zurückziehen, sondern im Gegenteil. Ich habe erkannt, dass wirklich sehr viel mehr Menschen in Not geraten sind und keine Orientierung haben, die Antworten nicht finden, den Ausweg nicht finden, die Lösungen nicht finden. Deshalb habe ich mir vorgenommen, aus diesen Gründen, mich mehr zu zeigen und dass mehr Menschen von mir wissen. Mega, mega Berufung aus meiner Sicht heraus. Ich benutze das Wort Berufung sehr, sehr gerne. Ich denke, wir Menschen kommen ja alle mit einer gewissen Aufgabe auf diese schöne Welt, wo wir unsere Talente, unsere Fähigkeiten, aber auch unser Interesse jetzt dementsprechend zum Wohle aller dort hineinpacken. Absolut. Schön. Und du hast ja auch schon die gewisse Zeit angesprochen. Ich denke, das war der Startschuss für viele Menschen, wo sie gemerkt haben, entweder funktioniert das Alte nicht mehr so richtig, was auch immer, das Neue ist noch nicht wirklich da. Also es war so ein Zustand von Ungewissheit. Dort hilfst du den Menschen, oder? Absolut. Vor allem die Welt verändert sich so massiv, und zwar global. Jetzt kommt künstliche Intelligenz, was ich überhaupt nicht mag, aber die künstliche Intelligenz kommt auch noch dazu. Das bedeutet, ich vermute 70-90% von Arbeitsstellen, die wir jetzt aktuell haben, wie Taxifahrer, Bäcker oder Verkäufer, Kassierer und so weiter, wird es in die nächsten 10 Jahre überhaupt nicht mehr geben. Bietet es Möglichkeiten für uns Menschen? Ich würde sagen, eher nein. Weil auf der einen Seite haben wir jetzt zum Beispiel mehr Zeit. Ja, die Frage ist nur, für wen lohnt sich das, künstliche Intelligenz zu nutzen? Ich bin der Auffassung, für die meisten Menschen hat es eher Nachteile. Weil die menschliche Intelligenz wird ersetzt durch künstliche Intelligenz. Das heißt, Roboter ersetzen Menschen. Es ist mittlerweile schon so. Es gibt zum Beispiel in Singapur, glaube ich, gibt es Polizisten, das sind Roboter, die laufen rum und machen die Arbeit, wie normalerweise ein Polizist macht. Und ich finde das schon ein bisschen beängstigend. Wo gehen dann die Menschen hin? Was machen die dann? Was für mich wichtig ist, die meisten Menschen, das ist jetzt meine Auffassung, die meisten Menschen werden sehr viel verlieren, wenn nicht alles. Weil die meisten Menschen sich weigern, sich zu entwickeln und leben in einer Abhängigkeit. Sie hoffen, dass es immer so weitergeht. Der Erlöser kommt. Ja, der Retter kommt, der Staat hilft, Sozialhilfe hilft oder Arbeitsamt und irgendjemand ist da, der sich um die Leute oder die Firma bezahlt einen und so weiter. Und ich glaube, bald gibt es das alles nicht. Und dann ist die Frage, dann diese Schockwelle erwischt die Menschen und sie haben die Zeit vertan, die sie hätten nutzen können, um sich auf eine neue Welt, auf ein neues Leben, auf neue Schritte, neue Herausforderungen einzustellen. Aber das ist die Mehrheit. Es gibt auch eine kleine Minderheit und das ist vielleicht 10%, 20%. Zum Glück werden immer mehr Menschen wach, die dann zum Beispiel meine Dienste in Anspruch nehmen und sagen, ich weiß, das Leben ändert sich, die Familie ändert sich, Partnerschaften ändern sich, alte Vorstellungen funktionieren nicht, die Welt wird komplett anders, alles wird anders. Was soll ich machen, was soll ich an mir ändern, korrigieren, damit ich in Zukunft auch ein schönes, glückliches Leben habe? Das sind die Supergewinner, das ist jetzt meine Formulierung, Supergewinner von übermorgen. Und genau für solche Menschen bin ich super gerne da.
Also wir müssen wieder mehr zurück zu unserer Eigenbestimmtheit. Wir Ja, Menschen verlassen uns doch gerne auf gewisse Richtlinien, Gesetze, Regeln, die wir einhalten. Hauptsache, wir bekommen gesagt, wie wir zu leben haben. Ich habe auf deiner Website gelesen, dass einer deiner interessantesten Aussagen und für mich auch stimmigsten ist: Eine persönliche, bewusste Entscheidung ist einer der mächtigsten, die wir als Mensch nutzen können. Magst du uns da einen kurzen Einblick geben? ja, das ist jetzt meine Formulierung. Eine Entscheidung ist nur durch Unterscheidung möglich. Dass ich unterscheiden kann, was ist gut, was ist böse, was ist richtig, was ist falsch. Und allein die Frage, wie erkenne ich denn überhaupt, ob etwas richtig ist für mich? Was für mich richtig ist, muss für jemand anderen nicht richtig sein. Und umgekehrt, was für andere falsch ist, kann für mich richtig sein. Und meine Auffassung ist, dass wir durch das Bewusstsein einerseits und andererseits auch durch das Herz erkennen können, was für uns richtig ist. Das Also, heißt, durch die Gefühle, durch die Gedanken, durch Wahrnehmung, durch Informationsverarbeitung. Und genau da setze ich auch an. Das heißt, ich möchte nicht den Menschen den richtigen Weg zeigen. Ich möchte jedem helfen, zu sich selbst zu finden, weil jeder, das ist meine Auffassung, ist mit wirklich allen notwendigen Antworten geboren. schön. Wenn der Mensch nach außen schaut, nach einem Erlöser, nach einem Guru, nach einem Führer oder wie man es auch nennen will, dann verliert er sich selbst aus den Augen. Und richtig ist, wenn er zu sich selbst findet, und dann hat er auch alles, was er braucht. Also quasi den inneren Kompass mal etwas mehr Aufmerksamkeit schenken, ist hier die Devise. Absolut. Und das ist etwas, was ich bei Esoterikindustrie nicht so mag, weil ich merke, dass die Leute, die sich Heiler oder Gurus oder Lehrer oder Coach und so weiter nennen, sie stellen bewusst oder unbewusst eigene Person im Mittelpunkt. Und ich möchte den Menschen, der zu mir kommt oder auch diejenigen, die zu meinem Vortrag oder Seminar kommen, dass diese Leute im Mittelpunkt gestellt werden und dass sie ihre Aufmerksamkeit auf sich selbst lenken und nicht auf mich. Und das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt, weil wir permanent bombardiert werden, nach irgendwas zu schauen. Nach einer Uhr, nach einem Haus, nach einem Auto, nach Erfolg, nach einer Frau, nach einem Mann. Wir suchen immer da draußen etwas, aber da draußen gibt es keine Antworten. Sondern jeder Mensch ist mit für ihn maßgeschneiderten Antworten geboren worden. Und wenn es mir gelingt, Menschen zu helfen, zu sich selbst zurückzufinden, dann haben sie eigentlich überhaupt keine Probleme, weil Probleme sind eigentlich Botschafter. Probleme sind die besten Freunde, die wir haben. Sie zeigen uns einfach, was wir korrigieren müssen, das ist alles. Und wir wollen die Probleme immer sofort lösen, wegschaffen und das funktioniert nicht. Das ist auch nicht meine Aufgabe, die Probleme von anderen zu lösen, sondern ihnen die Information zu übersetzen, was der Botschafter oder sogenanntes Problem mit sich gebracht hat. Wenn der Mensch in seinem Bewusstsein sich ändert, dann ändert sich alles andere auch automatisch. Also du verhilfst Menschen dabei, groß und mächtig zu werden, um dann, wenn sie vielleicht mal nicht in deiner Nähe sein können oder dich mal eben anrufen können, aufs Leben selbst reagieren können. Absolut. Ich finde, wahre Hilfe ist geistige Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist jetzt meine Formulierung. Ja. Wahre Hilfe ist geistige Hilfe, das heißt wirklich im Bewusstsein sich entwickeln. Wahre Hilfe ist geistige Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, der Mensch muss in Zustand versetzt werden, dass er sich selbst helfen kann, dass er seine Probleme verstehen kann, diese lösen kann, Herausforderungen annehmen kann, egal welche Probleme er hat, dass er das Potenzial, dieses Wachstumspotenzial da drin erkennt und nicht mehr darunter leidet wie ein Opfer, sondern dass er daraus was macht, eben wie ein Schöpfer. Wenn ich auf mein Leben schaue, dann muss ich definitiv eingestehen, dass aus meinen größten Problemen und Herausforderungen meine größten Entwicklungen entstanden sind. Also dort die Botschaft darin zu entdecken, hat mir in meinem Leben immer wahnsinnig weitergeholfen, auch wenn es mal eine schwierigere Phase war. Ein guter Kapitän zeichnet sich ja nicht dadurch aus, auf ruhigem Gewässer zu segeln, sondern er muss auch durch stürmisches Gewässer manövrieren können. Absolut, absolut. Nur, das ist bei jedem Menschen so, dass diese Probleme, das sind Herausforderungen, das sind Einladungen des Schicksals, dass wir uns weiterentwickeln. Nur der Unterschied bei dir ist, du hast die Einladung angenommen.
Und die meisten Menschen laufen davon weg. Und das ist auch das Schwierige, dass die meisten Menschen bewusst und unbewusst ihren Problemen entfliehen wollen. Und dann suchen sie sich jemanden, bei dem sie diese ganzen Probleme hinschmeißen können und sagen, hier, löst das. Schaff diese Krankheit weg. Gib mir Tabletten oder massiere mich und mach die Schmerzen weg. Das mag vielleicht kurzfristig funktionieren, aber langfristig bleiben die Ursachen unberührt und das bedeutet, die Probleme tauchen woanders auf. Und deshalb habe ich erkannt, das Bewusstsein muss verändert werden und deshalb auch diese Matrix-Screening-Programme, weil ich festgestellt habe, dass solange, das ist jetzt meine Formulierung, meine Entdeckung, solange die energetische Konfiguration eines Menschen, die Formation, sich nicht ändert, ändert sich das Bewusstsein nicht, ändert sich der Mensch nicht und dadurch ändert sich gar nichts. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand gerne Alkohol trinkt oder sogar ein Alkoholiker ist, dann hat er die energetische Zusammensetzung eines Alkoholikers. Und das bedeutet, solange diese Formation, diese Konfiguration so bleibt, also nicht gesund ist, sondern, oder natürlich, weil in der Natur gibt es ja keinen Alkoholismus, das gibt es nur bei uns Menschen, solange diese Formation erhalten ist, kann der Mensch machen, was er will, er wird von Alkohol nicht wegkommen. Er ist an einem viel größeren, ich sage mal unsichtbaren Sekte, wirklich unsichtbare Sekte von Alkohol angebunden. Und jedes Mal, wenn er Alkohol trinkt, sendet er seine Energie oder verspielt er seine Energie an dieses Energiefeld. Und solange diese Verbindung existiert, solange diese Formation besteht, kommt er davon nicht weg. Und das ist genau meine Stärke, dass ich festgestellt habe, kann man das ändern, kann man das lösen, kann man das löschen, kann man das kündigen, aus so einem Vertrag auszusteigen, aus so einem Energiefeld auszusteigen, kann man Menschen da rausholen? Und die Antwort war ja. Erstens, weil die Menschen nicht bewusst da reingekommen sind. Sie haben es nicht bewusst gemacht. Niemand sagt, ich trinke bewusst Alkohol, um mich zu vernichten. Das macht niemand bewusst, sondern eher unbewusst. Und zweitens, weil oder wenn der Mensch wirklich die Absicht hat, und das macht die Sache interessant, wenn der Mensch wirklich die Entschlossenheit hat, sagt, ich möchte ohne Alkohol leben, dann kann ich demjenigen helfen. Was habe ich da was Schönes gelesen? Irgendein uralter Philosoph in Griechenland soll gesagt haben, wenn du ein wahrer Heiler bist und jemandem Heilung geben willst, bevor du ihm Heilung gibst, frag ihn erst, ob er bereit ist, das aufzugeben, was ihn krank macht. Und das ist bei den meisten Menschen nicht der Fall. Sie wollen bei der falschen Frau bleiben, sie wollen bei dem falschen Mann bleiben, sie wollen die falsche Arbeit weitermachen, sie wollen ein falsches Leben haben, sie wollen negative Gedanken beibehalten, aber trotzdem gesund werden, trotzdem reich werden, trotzdem glücklich werden. Das funktioniert nicht. Alles beim Alten lassen, aber sich die Veränderung wünschen. Ja, richtig. Das ist so ungefähr, wie wenn ich meine alten Schuhe anhabe und wünsche mir aber schönere Schuhe. Das geht nicht. Bei jedem Fuß passt eben ein Schuh. Ich muss die alten ausziehen, dann kann ich nur schönere, bessere anziehen. Und das ist der Knackpunkt. Und deshalb diejenigen, und das sind Tausende, die mit Drogenproblemen, auch Jugendliche, mit Drogenproblemen, mit Albträumen, mit Alkoholismus, sie wollten von Zigaretten wegkommen oder Sexsucht und so weiter. Ich habe erst die Frage gestellt, ich habe gesagt, ja, ich freue mich, dass du auf mich zukommst, dass du mir vertraust, dass ich dir helfen kann, aber bevor du buchst meine Dienste, setz dich einfach hin und stell dir nur 2 Fragen. Erstens, warum hast du damit überhaupt angefangen? Warum die ersten Male, als du angefangen hast zu rauchen, was hat dich dazu gebracht? Beziehungsweise, warum rauchst du immer noch? Und zweitens, bist du wirklich entschlossen? Hast du darüber nachgedacht, welche Folgen das hat? Ein Leben lang nie wieder zu rauchen, nie wieder zu trinken, Sport zu machen und so weiter. Wenn du die Antwort auf diese 2 Fragen hast, komm nochmal. Also ich denke, wir haben jetzt viel über Erkenntnis gesprochen, lieber Said. Hat denn das auch etwas mit deiner selbstentwickelten Methode des Matrix Cleaner zu tun? Und liebe Zuschauer, ich möchte gern ein bisschen Spannung erzeugen, da es sich hier um ein 3-teiliges Spezialformat bei timeofchange.tv handelt.
würde ich euch unbedingt empfehlen, beim zweiten Teil auch wieder mit dabei zu sein, wo uns der liebe Said eine kleine Live-Kostprobe des Matrix Cleaners gibt. Kannst du uns da mal einen kurzen Einblick geben, wie viel die Erkenntnis über eine gewisse Situation jetzt wirklich zur Lösung oder zur Klärung beiträgt? Ist es der erste Schritt? Also, meine Entdeckung ist, es gibt einen Gott. Und er hat, das ist jetzt meine Sichtweise, er hat eine Bibliothek. Und alle Menschen ohne Ausnahme haben direkten Draht dahin. Alle Menschen ohne Ausnahme. Man könnte auch sagen, das ist nichts Besonderes. Nur die meisten wollen diese Informationen, die dort gespeichert sind, die Antworten, nicht wissen. Sie wollen sich nicht ändern. Sie wollen eigene Antworten haben, die natürlich nicht mal ihre eigenen sind, sondern aufgezwungen, anerzogen und übertragen und so weiter sind. Und all meine Informationen hole ich von dieser Bibliothek, auch die Matrix Clean Programme. Und das bedeutet, ich kann die Formation von Körper so ändern, wenn derjenige bereit ist, neue Wege zu gehen und nicht mehr das isst und trinkt, was ihn krank macht. Ich kann die Formation des Körpers oder Organe so verändern, dass derjenige gesund wird. Ich kann die Formation des Bewusstseins ändern, dass er Bewusstseinserweiterung erlangt. Ich kann sein Schicksal bereinigen von Belastungen von anderen Inkarnationen. Ich kann seine Seele bereinigen von Dingen, wofür er nichts kann, fremde Energien entfernen und solche Sachen. Also die Palette ist eigentlich unbegrenzt. Mhm. Du erwähnst auf deiner Website, dass die Matrix-Clean-Sitzungen dazu verhelfen und ermöglichen, sich selbst von emotionalen, von rationalen, von seelischen, geistigen oder energetischen Blockaden zu lösen. Wenn wir diese Blockaden weghaben, beginnt dann ein Leben ins Haus und Braus oder wo geht's dann weiter? Das ist dann erst eigentlich der Anfang. Das heißt, diese Freiheit zum Beispiel von Fremdenergien, von falschen Gedanken, negativen Gedanken, emotionale Verknotungen oder Ankettungen an anderen Inkarnationen, an irgendwelchen Menschen oder Häusern und so weiter, kann ich lösen, aber ich kann die Freiheit den Menschen, die sie verloren haben, zurückgeben. Aber was sie mit dieser Freiheit machen, das ist dann ihre Angelegenheit. Da mische ich mich auch gar nicht ein. Aber ich informiere die Menschen, dass ich sage, wenn dieses Problem weg ist, wenn du auf einmal wieder Sport machen kannst, machst du noch mehr Unsinn als vorher? Oder machst du ein schöneres Leben? Willst du nach oben oder willst du... Früher habe ich nämlich dieses Problem gehabt. Nämlich, ich habe gesehen, wenn die Menschen diese geistige Reife nicht haben und zu mir kommen und dann geht es ihnen besser durch Behandlung oder was auch immer, dann machen sie danach, jetzt wo sie mehr Kraft haben und ihnen besser geht, machen sie noch mehr Unsinn als vorher. Und dann, also sie trinken mehr, sie essen mehr, noch mehr Kaffee, noch mehr Tabletten, noch mehr negative Dinge. Und ich habe dann erkannt, dass nicht alle, die meine Dienste in Anspruch nehmen wollen, verstehen, um was es da geht. Deshalb habe ich angefangen, ihnen das zu erklären. Deshalb sind die Aufklärungsarbeit wirklich sehr, sehr wichtig. Dass die Menschen verstehen, sie können die Verantwortung über das eigene Leben mir nicht übertragen. Ich schenke ihnen die Freiheit zurück, die man ihnen genommen hat oder die sie verloren haben. Aber dann müssen sie auch wissen, was sie daraus machen. Das heißt, sie müssen sich Ziele setzen, sie müssen dafür gerade stehen und die Verantwortung übernehmen. Und das ist nicht, also die Verantwortung über das eigene Leben und Glück ist nicht übertragbar. Auch wenn wir es gerne hätten, dass wir sagen, mein Vater ist schuld, meine Mutter ist schuld, das Wetter ist schuld, die Regierung ist schuld. Nein. Ich bin der Einzige, der die Macht hat in meinem Leben. Und wer sich dessen bewusst wird, hat eigentlich überhaupt keine Probleme mehr. Schön. Und manchmal ist es dann eben doch gut, wenn man jemanden hat, der einem ein Stück weit auch an die Hand nimmt und einen die Möglichkeit zeigt. Wir Menschen können ja so viel auf der Erde wissen, wenn es aber nicht zu uns kommt, ist es verlorenes Wissen. Also schön, dass du dich da auch für einsetzt. Said, hast du Lust auf ein Experiment? Ich erkläre dir auch, wie das aussehen würde. Und zwar möchte ich gern etwas über dich als Mensch, als Persönlichkeit noch erfahren. Und vielleicht kennst du schon, ich werde jetzt einen Satz nennen, ganz einfache Wörter, und du
beendest diesen Satz. Okay. Möchtest du dieses Ja, Experiment ja, wagen? gerne. Habe ich noch nie gemacht. Gib mir einen guten Einblick. Der Satz lautet, die Welt ist voller. Möglichkeiten. Definitiv. Aber ich bin wirklich davon überzeugt, ich habe das ausprobiert. Ich sage es nicht, weil sich das schön anhört, sondern es ist wirklich so. Es kommt von Herzen, das spüre ich, ja. Das spüre ich. Oder von Erfahrungen, kann man auch sagen. Die Welt ist voller Möglichkeiten. Da haben wir eine Ähnlichkeit. Ich sage, die Welt ist voller Chancen. Ja, Ist es nicht schön? ja, ist das. Okay. Wenn jemand jetzt merkt, er hat vielleicht eine Blockade in sich und du könntest ihm mit deinem Clean Matrix Behandlungen helfen, muss er dann zu dir in die Schweiz kommen oder wie machst du das? Nein, nein, es spielt überhaupt keine Rolle, wo der Patient oder Klient ist, ob in Südafrika oder in Kanada oder in Australien. Ich habe Kunden in Japan, in China, in Russland, in Polen, in Kanada, in Südamerika, Mexiko. Ich weiß auch gar nicht, wie die Leute mich alle da gefunden haben, weil ich nicht gar nicht so darauf Wert gelegt habe, unbedingt bekannt zu sein oder bekannt zu werden. Aber ich freue mich, wenn ich Menschen aus der Ferne helfen kann. Das heißt, sie buchen eine Matrix Clean Sitzung bei mir. Und was immer hilft, ist, sie schicken mir ein paar Fotos von sich und schreiben, welche Probleme sie haben. Und schön ist, es ist völlig unwichtig, welche Probleme die Menschen haben. Ob das gesundheitliche sind, partnerschaftliche, finanzielle und so weiter, dann kann ich ihnen helfen. Das heißt, ich gebe ihnen die Möglichkeit, die sie verloren haben, man ihnen genommen hat. Und dann müssen sie die Möglichkeit natürlich auch nutzen. Jeder ist seines Glückes eigener Schmied. Ja, absolut. Absolut. Das ist auch eine gewaltige Macht, die die Menschen haben. Nur die meisten glauben nicht daran, sie wollen es nicht nutzen. Oder sie können es sich vielleicht irgendwo selbst nicht zugestehen, weil ihnen das Selbstvertrauen oder dergleichen fehlt. Das kenne ich noch von mir damals. Oder Bequemlichkeit. Also viele sind auch wirklich zu bequem. Ich sage immer, alle wollen reich werden. Alle wollen eine Traumfrau, alle wollen einen Traummann, alle wollen glückliches, schönes Leben haben. Das ist so ungefähr, wie wenn wir einen Kirschenbaum haben und die besten Kirschen sind ganz oben, die am meisten Sonne abgekriegt haben. Alle wollen die haben, aber hochklettern will keiner. Man muss schon ein bisschen hochklettern, man muss sich ein bisschen Mühe geben und sagen, ja, die will ich, also gebe ich mir auch Mühe, ich klettere hoch. Und von vielleicht 10.000 Menschen klettert einer hoch. Und gerade dieses Hochklettern, glaube ich, macht eine gewisse Entwicklung für uns selbst doch dann auch wirklich authentisch, oder? Absolut. Man blickt zurück, man ist stolz auf sich, man weiß genau, aus welchem Grund man es getan hat und woher man gekommen ist. Das ist ein Gefühl, das kannst du dir mit keinem Geld der Welt kaufen. Absolut, absolut. Kann man dich auch live sehen? Ja, in Seminaren, ich gebe sehr selten Seminare oder Vorträge, weil einfach die Zeit mir fehlt. Ich komponiere Musik, klassische Werke, Popsongs, Musicals, Filmmusik. Ich schreibe Bücher, ich arbeite zum Beispiel an etwa 20 Büchern, also schwerwiegende Themen aktuell. 6 habe ich veröffentlicht, das 7. Buch kommt demnächst, Soziale Intelligenz. Und mir fehlt einfach die Zeit. Aber ich finde es schön, wenn ich Seminare gebe, dann ist das immer ausverkauft, ist ausgebucht und die Leute kommen. Ich habe zum Beispiel Seminare gegeben in Sarnen und Sarnen in der Schweiz. Sarnen ist so eine winzige Stadt, dass wenn man wirklich 20 Kilometer weiter, Schweizer fragen mich, wo wohnst du? Dann sage ich in Sarnen, wo ist das? Niemand kennt diese Stadt. Und trotzdem, wenn ich dort Seminare gegeben habe, war das ausverkauft. Die Leute sind aus der Schweiz, aus Liechtenstein, aus Polen, aus Niederlanden, teilweise aus England, sind die Leute da hingekommen und sowas macht mich natürlich glücklich. Gab es einen bestimmten Moment in deinem Leben, an dem du dich erinnern kannst, der dich auf diesen Weg oder zu diesem Weg inspiriert hat? Wie bist du dazu gekommen, Said? Wie macht man solche verrückten Dinge wie du? Jetzt hast du einen Punkt angesprochen, da war ich überhaupt nicht vorbereitet darauf, deshalb lächle ich auch, weil ich darüber noch nie öffentlich gesprochen habe. Aber die Wahrheit ist, dass ich vermute, dass das September war, September 2003 bin ich gestorben. Wirklich
komplett gestorben. Nahtoderfahrung oder wie meinst du? Ja, ich würde es anders nennen. Ich erkläre es gleich. Also, ich hatte ein Problem, gesundheitliches Problem, und die Ärzte haben es nicht ernst genommen. Von einem Arzt zum anderen, wobei die Ärzte auch nicht wissen, was Krankheiten sind. Man sagt ja mittlerweile statistisch belegt, die Todesursache oder Krankheitsursache Nummer 1 weltweit ist die Schulmedizin und nicht irgendwelche Krankheiten oder sowas. Also die haben mich nicht ernst genommen. Ich lag in meinem Bett und ich habe gespürt, jetzt sterbe ich. Ich habe mich von Menschen, die mir sehr am Herzen lagen, gedanklich verabschiedet. Und dann war ich irgendwo. Ich habe auch kein Licht gesehen und kein Tunnel oder irgendwelche Engel, gar nichts. Es war dunkel und dann habe ich gespürt, dass jemand von rechter Seite mich so halb auf dem Boden so umarmt hat und festhält. Und dann habe ich gespürt, um mich herum standen ein paar Leute. Und ich muss noch mal sagen, ich habe noch nie öffentlich darüber gesprochen, deshalb geht es mir sehr nah. Und da standen Leute, ich weiß bis heute nicht, wer das war, all das, oder wer das war, der mich gehalten hat. Ich habe aber gespürt, sie waren sehr besorgt und sehr traurig. Und auf einmal kam jemand dazu und ich habe an der Reaktion von anderen erkannt, das scheint ein hohes Tier zu sein, dass sie alle auf einmal stramm gestanden haben. Und dieser jemand war ein Mann und hat auf einer Sprache mit mir gesprochen, die ich bis dahin weder gehört noch gefühlt habe. Und diese Sprache war nicht in meinem Kopf, wie Telepathie oder sowas, sondern alles in mir war wie ein Lautsprecher. Und er sprach zu mir und hat gesagt, jetzt öffentlich das zu sagen, er hat gesagt, du bist jetzt gestorben, weil du ein selbstsüchtiges, egoistisches Leben geführt hast. Du hast deine Aufgaben nicht erfüllt und deshalb bist du jetzt tot. Jetzt hast du die Gelegenheit, die Entscheidung zu treffen. Willst du weitergehen oder willst du zurückgehen? Aber du musst die Entscheidung jetzt treffen. Dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Ich habe gedacht, zurück, wohin? Also mein Leben war eigentlich ein Katastrophengebiet. Ich war todkrank, ich hatte kein Geld, ich hatte keine Freude, ich hatte keine Freunde. Ich hatte wirklich, alles war einfach schlimm. Und ich habe den Mund aufgemacht, wollte sagen, nee, ich will weitergehen. Er kam mir zuvor und hat gesagt, bedenke nur, wenn du nicht zurückgehst, werden all jene, die auf deine Hilfe angewiesen sind, vergebens warten. Dann hat er so hingezeigt und ich habe eine endlose Linie, Schlange von Menschen gesehen, die sehr hoffnungsvoll zu mir geschaut haben. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich wörtlich gesagt habe, für mich selbst nicht. Es gab auch gar keinen Grund, meinetwegen zurückzugehen, sondern ich gehe zurück, um ihnen zu helfen, sie da rauszuholen. Dann hat er gelächelt, alle haben so aufgeatmet, so entspannt und so glücklich und erleichtert. Und im nächsten Augenblick war ich in meinem Körper. Und das hat ewig gedauert, bis ich mich getraut habe, mich zu bewegen. Und ab da, das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich bin aufgewacht in einem Leben, der überhaupt nicht mehr jetzt zu meinem neuen Ich gepasst hat. Und dann habe ich angefangen, Ärmel hochzukrempeln und starten. Das war der Moment. Das war 2003, September, glaube ich, 2003. Sehr inspirierende und berührende Geschichte auch. Vielen Dank, lieber Said, dass du die mit uns geteilt hast, gerade zu dieser Premiere. Aber ich finde es immer sehr, sehr interessant, was uns Menschen denn eigentlich motiviert oder was uns bewegt oder das, was uns ausmacht. Wir können dort wirklich ein Geschenk entdecken, wenn wir, und da sind wir wieder beim Thema Erkenntnis, wenn wir dorthin blicken, es auch annehmen und dementsprechend die Verantwortung jetzt auch zu übernehmen, dieses auch umzusetzen. Ein absolutes Geschenk für mich. Absolut, ja. Dein Leben hat sich also um 180 Grad danach gedreht. Alles, alles. Da ist wirklich nichts so geblieben, nicht so plötzlich, aber das war eine Entwicklung. Ich habe erkannt, in meinem Leben stimmte einfach gar nichts. Da war wirklich nichts in Ordnung, nichts. Meine Gedanken nicht, meine Gefühle nicht, mein Charakter nicht, meine finanzielle Situation, meine Gesundheit, da stimmte einfach gar nichts. Und auf diesem Weg, mich zu entwickeln, sagen jetzt, was machst du mit diesem ganzen Scherbenhaufen? Wo willst du jetzt anfangen?
habe ich viel gelernt, sehr viel. So viel, dass ich irgendwann erkannt habe, etwa ein Jahr später, seitdem ich befinde mich oder empfinde mich als Schüler der Wahrheit. Viele nennen mich Meister oder Lehrer oder Coach oder Mentor, aber ich empfinde mich als ein Schüler der Wahrheit. Ich will auch gar nicht ein Meister sein oder sowas. Ich will mich über andere nicht erheben, sondern das sein, was ich bin. Und was ich bin, was ich aus mir gemacht habe, das kann jeder. Jeder hat dieselbe Macht. Ich habe erkannt, dass jeder Mensch ein unglaubliches Genie ist. Jeder Mensch ist unglaublich mächtig. Wir wollen immer zwar Macht haben im Leben eines anderen, über unsere Partner, über unsere Kinder, über Mitarbeiter oder Nachbarn und so weiter. Aber jeder ist die größte und wichtigste und mächtigste und eigentlich einzige Macht in seinem Leben. All das, was ich verstanden habe, möchte ich auch anderen weitergeben. Ich hätte zwar noch eine Frage, aber dieser Satz scheint mir wirklich mehr als perfekt, um ihn als Schlusssatz zu nehmen. Ich möchte aber trotzdem noch gerne eines Ja, okay. ergänzen, das mir vielleicht wichtig in diesem Zusammenhang erscheint. Said, ist das ein Aufruf an die Menschen dort draußen, auch das Leben in die eigene Hand zu nehmen und das Leben zu leben, das einem wirklich zusteht? Ich habe vorgestern eine SMS bekommen von einer Frau, die eine 10-jährige Tochter hat. Sie hat mir geschrieben, dass sie ins Ausland geht, um sich unter ärztliche Beobachtung das Leben zu nehmen. Und, und ich leide, seit ich diese SMS gelesen habe. Wie kann man das Leben aufgeben? So ein himmlisches, göttliches Geschenk, so viele Möglichkeiten. Und das, was du jetzt sagst, bringt mich dazu, also ich bin zutiefst berührt von dem, was du gesagt hast. Und das verbindet mich gerade mit dieser Angelegenheit. Und ich kann nur sagen, jede anbrechende Minute ist eine neue Möglichkeit, alles, wirklich alles im Leben zu verändern. Vielen Dank, Said Habibzadeh. Gern geschehen. Ja, meine Lieben, ihr habt gemerkt, es geht um ein wirklich, wirklich sehr spannendes Thema. Wer oder was ist die Matrix? Gibt es noch eine andere Möglichkeit außer der blauen oder der roten Pille? Und ich habe ja schon mal kurz andeuten lassen, dass wir im zweiten Teil dieser Spezialaufgabe auf timeofchange.tv jetzt noch tiefer in die Matrix-Clean-Behandlungen einsteigen und uns sogar eine Kostprobe darüber holen dürfen. Ich bedanke mich herzlich fürs Einschalten und freue mich schon, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Danke.